Vor kurzem hatten viele von uns eine Meldung, dass eine sehr berühmte Erweiterung für unseren Browser bald nicht mehr verfügbar sein wird. Und das war eine Adblock-Erweiterung. Seltsam convenient für einen Hersteller wie Google, die eigentlich den Großteil ihres Einkommens über Werbung machen. Und da dachte ich mir, was steckt denn eigentlich da dahinter? Und ich habe mich da mal ein bisschen genauer eingelesen. Und ja, ich möchte heute mit euch auch aus einer Entwicklerperspektive darüber sprechen, wie sich Browser-Monokultur entwickelt hat in unserer gesamten Internetlandschaft. Es ist nicht mehr der wilde Westen. Es gibt im Endeffekt nur noch Chrome, hauptsächlich Chrome. Und ja, ich möchte heute mit euch drüber reden, warum das nicht der Standard sein sollte und eigentlich auch nicht darf. Denn dadurch wächst einfach ein viel zu mächtiger Gigant herbei, der, machen kann, was er möchte. Zum Beispiel Adblock-Erweiterung einfach limitieren oder ganz ausschalten, wenn es ihnen eben in die eigene Tasche spielt. Wir müssen uns dann auch kurz noch über Browser unterhalten. Aber zunächst einmal, um was geht's denn eigentlich? Also, es fängt mit der Adblock-Erweiterung an, aber es ist sehr viel mehr im Hintergrund eigentlich, was sich da abspielt. Und das möchte ich mal ganz kurz mit euch hier aufdröseln. Und vor allem, was wir dann auch vielleicht tun können. Zunächst einmal die Adblock-Sache, das bezieht sich auf uBlock Origin. Da habe ich diesen Issue gefunden auf GitHub, und zwar, der sagt einfach, dass die Erweiterung bald nicht mehr supported wird, was nicht irgendwie an den Entwicklern von uBlock Origin, einem relativ mächtigen Adblocker, liegt, sondern ganz einfach daran, wie Chrome das Ganze verfügbar macht oder welche Schnittstellen Chrome in Zukunft für uBlock einschränken möchte. uBlock ist ja eine Erweiterung von eurem Browser, nicht euer Browser selber. Und da müssen wir ganz kurz drüber reden, wie eigentlich Browser funktionieren. Ihr könnt euch das Ganze vereinfacht so vorstellen wie ein Betriebssystem, also wirklich wie ein Betriebssystem. Ihr habt eine Browser-Engine und darauf aufbauend habt ihr den Browser selber, der einfach nur auf die Engine zugreift. So, jetzt haben wir 3 große Engines eigentlich auf dem Markt, die wirklich aktiv weiterentwickelt werden. Einmal die von Chrome, nämlich Chromium, einmal die von Safari, das ist WebKit, und einmal die von Firefox, und das ist Quantum mittlerweile. Und diese 3 Engines werden von allen gängigen Browsern verwendet. Das heißt, wenn ich sowas wie Brave benutze, benutze ich Chromium im Hintergrund. Wenn ich sowas wie Safari verwende, benutze ich natürlich die von Safari. Wenn ich aber Edge benutze, benutze ich auch Chromium. Und wenn ich Firefox benutze, benutze ich halt die von Firefox. Klar. Jetzt kann ich aber natürlich als Hersteller, und Google ist der Hersteller von Chromium, kann ich einschränken, was man machen kann mit meinem Browser. Und genau das ist eigentlich passiert. Es wurde die Engine eingeschränkt, beziehungsweise die Schnittstelle davon. Die Schnittstelle wird definiert in einem Manifest. Und im Manifest V3 wurde genau das eingeschränkt. Es darf kein Hosted Code mehr ausgeführt werden. Sprich, eine Browser-Erweiterung muss jetzt vollständig beim Benutzer laufen und darf keinen serverseitigen Code mehr haben. Das heißt, die dürfen quasi nicht mehr nach Hause telefonieren, was aus einer Sicherheitsperspektive durchaus Sinn macht, denn es gab auch sehr viele Malware-Erweiterungen im Browser-Erweiterungsstore. Sprich, wenn da jemand dann bösartige Extensions hat, dann kann es natürlich durchaus sein, dass die dann unsere Daten abziehen, dass die irgendwas tun, was wir definitiv nicht wollen, dass sie tun, weil wir es eben nicht kontrollieren können und weil auch Google keine Möglichkeit hat, das zu kontrollieren, was diese Extension macht. Gleichzeitig wurde allerdings auch eingeschränkt, wie viele Filter man haben darf, die sozusagen filtern, welcher Content von einer Website an mich geschickt werden darf. Und das ist der kritische Teil für Adblock-Hersteller. Ihr könnt euch das so vorstellen, im Browser kann man einzelne Filterregeln einbringen. Also zum Beispiel, ich möchte keinen Content von DoubleClick. Irgendwas haben, ja, .net. Das heißt, von dieser Domain kommt nichts mehr zu mir durch. Ich kann aber auch einschränken, ich möchte nur genau dieses Paket nicht und dieses Paket nicht und dieses Paket nicht und dieses Bild möchte ich auch nicht haben. Und jedes einzelne davon braucht einen Filter. Und mittlerweile gibt es so viele Filterregeln, die verwendet werden müssen, einfach nur damit man einen vernünftigen Adblocker betreiben kann, dass wir bei deutlich über 5000 landen. Deutlich sogar. Weswegen viele dieser Filterregeln gar nicht mehr da sein können, weil aus Performancegründen von der Manifestseite die Anzahl an Filterregeln limitiert wurde. Das heißt, Chromium sagt,
Es dürfen nicht mehr unendlich viele Filter eingebracht werden, weil sonst dein Browser zu langsam läuft und deswegen wirst du limitiert, was die Anzahl an Regeln angeht. So, jetzt wurde das schon ein bisschen diskutiert und es ist auch nicht mehr so drastisch, wie es am Anfang war und es gibt eine Übergangszeit. Das heißt, man muss nicht komplett dann auf einen Adblocker verzichten, sondern man kann erstmal noch Manifest V2 weiter benutzen und quasi weiter dadurch uBlock benutzen. Und wenn es dann abgeschalten wird, also komplett, dann kann man weiterhin immer noch uBlock Lite benutzen, das dann halt einfach ein paar weniger Filter hat und gelegentlich kommt dabei ein bisschen Werbung durch. Jetzt ist das aber längst nicht das einzige Update gewesen und längst nicht die einzige Kontroverse gewesen, wo ich mir dachte, das sollte aber so nicht sein. Denn es gab dann noch so ein paar andere Sachen, die mich auch persönlich übrigens betroffen haben. Und zwar, einige Leute auf Firefox konnten meine Videos nicht mehr abspielen. Und das ist natürlich sehr, sehr ungünstig. Google hat im Endeffekt YouTube kaputt gemacht, sodass es nur auf Firefox nicht mehr so richtig benutzbar war und einfach keine Videos abgespielt hat, weil sie eine veraltete Schnittstelle im Endeffekt benutzt haben. Sie haben Code in YouTube benutzt, der bei Firefox nicht mehr verfügbar war. Jetzt kann man natürlich argumentieren, war das Absicht oder war es keine Absicht? Das wissen wir alles überhaupt nicht, aber was wir wissen ist, sie haben offensichtlich YouTube als Webseite nicht so richtig auf Firefox getestet, als sie dieses Update für YouTube rausgebracht haben. Denn es liegt nicht an Firefox, dass das nicht mehr funktioniert hat. Es lag buchstäblich an YouTube, denn ja, es hat auch auf alten Versionen des Browsers nicht mehr so richtig funktioniert. Und ja, das sagt uns eigentlich schon alles, oder? Also ich meine, wenn es auf alten Versionen, wo es mal funktioniert hatte, nicht mehr funktioniert, dann ist es nicht Firefox-Fehler, sondern halt einer von YouTube, weil sie einfach wirklich eine alte API benutzt haben. Und das war im Juni diesen Jahres, wo sie einfach Leute wegbringen wollten von Firefox zu Chrome, also vermutlich, man weiß es ja nicht, es könnte auch aus Versehen gewesen sein, und im Endeffekt dann bei Google Chrome natürlich dann auch mit YouTube speziell entwickeln wollten. Weil, wenn ich YouTube in meinem eigenen Browser habe, kann ich auch limitieren, ob die Leute Werbung sehen oder nicht. Leider ist das Ganze immer noch nicht gefixt übrigens, denn in meinem Studio, also YouTube Studio, wo ich Videos hochlade auf dem Kanal The Morpheus, was ich normalerweise immer bei Firefox gemacht habe, das geht nicht mehr. Ich kann buchstäblich nicht mehr anklicken, dass bitte eine Überprüfung von meinem Video gestartet werden soll und muss jedes Mal in Chrome oder irgendwas Chromium-basiertes wechseln, damit ich mein Video hochladen kann. Und auch hier, das ist nicht das einzige Mal gewesen, dass das passiert ist. Tatsächlich kam genau dasselbe oder was Ähnliches einfach schon mal vor, und zwar, falls ihr es nicht gesehen habt, 2018. Das ist jetzt schon 6 Jahre her und auch damals hat schon Google versucht, YouTube oder eventuell unabsichtlich YouTube langsamer gemacht auf nicht Chromium-basierten Browsern, also alles, was eine andere Engine verwendet hat. Und das ist nicht gut. Das macht eigentlich genau das, was es nicht machen sollte. Nämlich alle User, die YouTube gucken wollen, gehen eben dann in einen Chromium-basierten Browser und naja, dann zieht man auch einfach den Rest mit um, weil das einfach es ist zu viel Aufwand für 99% der Bevölkerung, mehrere Browser zu verwenden. Das ist einfach der Fakt. Das wissen wir und das weiß auch jeder Entwickler. Man benutzt das, was man benutzt und umziehen ist eigentlich in den seltensten Fällen wirklich drin, weil es zu viel Aufwand ist. So, und deswegen möchte ich heute mal ganz kurz mit euch noch einen Blick auf diese Grafik hier werfen. Wir können relativ direkt sehen, wie sich eigentlich Browser entwickelt haben. Hier im Jahr 2009 hat das Ganze angefangen, dass Chrome so richtig Aufwind bekommen hat, während Internet Explorer so richtig Abwind bekommen hat, die ja den ersten Browser War gewonnen haben, mit Android zusammen. Also hier also 2009, ne, war so Rise of the Smartphones. Diese Kurve hier ist quasi das allermeiste davon, ist einfach nur wegen Android. Weil viele Leute einfach im Mobilen den Browser gar nicht ändern. Und genauso ist es hier. Das ist iPhone, ja. Also klar, natürlich, der Marktanteil ist jetzt nicht so extrem wie bei Android, aber ne, trotzdem. Chrome und Safari sind so die einzigen beiden Browser, die wir heutzutage wirklich noch haben, abgesehen von so ein bisschen Grundrauschen hier unten, von so Verrückten wie mir oder euch wahrscheinlich auch, die dann einfach irgendwas ganz anderes verwenden. Ich habe das Ganze mal für euch gemappt. Das ist der Anteil der Browser, die wir heutzutage noch haben. Wir haben 65,4% Chrome,
18,4% Safari und dann ein bisschen Grundrauschen, wie gerade schon gesagt. Aber selbst das Grundrauschen, Edge, Opera, Brave, Vivaldi, die benutzen auch im Hintergrund eigentlich nur Chromium. Das heißt, die haben keine eigene Engine. Und deswegen habe ich das Ganze nochmal für euch ein bisschen überarbeitet. Und wenn wir es vereinfachen, sieht das so aus. Wir haben Chromium-basierte Browser, die fast 80% der gesamten Landschaft ausmachen. Wir haben WebKit, also Safari, und wir haben Firefox. Und das war's. Und jetzt ist was Lustiges passiert. Allein dadurch haben wir einen gewissen Effekt. Entwickler haben weltweit angefangen, eigentlich nicht mehr so richtig zu testen, ob diese Webseite, die man entwickelt, jetzt auch wirklich mit jedem Browser funktioniert. Und dadurch haben sie wirklich einfach nur gesagt, okay, es muss auf Chrome funktionieren, das ist das Einzige, was alle wirklich verwenden, das muss laufen. Safari möchten wir auch, Firefox ist uns quasi egal. Und so kommt es, dass, wenn man sich Statistiken anguckt, beziehungsweise Bugs einfach anguckt, welche Websites eigentlich broken sind auf Firefox, das sieht dann so aus. Wir haben über 1000 Websites, die broken sind. Und das sind keine kleinen. Da ist sowas wie Reddit dabei, Snapchat, GitHub, Apple Maps. Da ist aber auch dann sowas dabei wie LinkedIn oder WhatsApp. Und selbst Gmail, mail.google.com, leitet weiter auf die Desktop-Seite anstatt auf die mobile Seite. Die ist einfach broken. Und es geht noch weiter. Es sind 41 Seiten. Ich wollte euch das einfach mal kurz mitgeben. YouTube, Roblox, Disney Plus, Ring, Podcasts von Apple. Es ist Wahnsinn. Also die allermeisten Websites funktionieren einfach nicht mehr richtig auf Firefox. Auf Safari und Chrome hingegen, das funktioniert einigermaßen. Aber dadurch erschaffen wir als Entwickler noch mehr Frust bei den Leuten, die Firefox verwenden. Und von denen gehen dann sehr, sehr viele rüber, auch auf Chromium-basierte Webseiten. Und mir ist klar, dass ein Entwickler oder eine Webseite, die dann vernünftig funktioniert, das nicht ändern können. Aber was ich hiermit sagen möchte, ist, man sollte definitiv zumindest versuchen, für Firefox zu testen. So, und dann habe ich euch ein kleines Gimmick dabei. Eine Hilfe, wenn ihr so wollt. Ich habe nämlich mit unserem heutigen Partner Hostinger selbst eine Website erstellt und ja, sie funktioniert großartig in eigentlich allen Browsern. Safari kann ich nicht testen, weil der wirklich nur auf Mac läuft, deswegen, ja. Hostinger bietet euch einen Website-Builder, wo ihr einfach eingeben könnt, was ihr wollt und dann bekommt ihr erstmal eine Art Blueprint für die Webseiten. Und ich habe das Ganze mal hier in einem Schnelldurchlauf für euch gezeigt. Das ist meine Webseite, wo ich im Endeffekt meine KI-Musikalben vorstelle. Könnt ihr gerne mal reinhören. War ein super Selbstexperiment, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich will euch aber hier vor allem zeigen, wie einfach es war, eine Webseite für mich zu erstellen. Ich konnte einfach die Links von quasi allem da reinpacken. Einfach die Social Links von YouTube Music, Spotify, Apple Music, Deezer und so weiter und so fort gehen da einfach rein und dann werden automatisch die Icons geholt. Ich kann leicht den Text editieren und muss kaum irgendwas wirklich machen. Bilder kann ich einfach so reinziehen und selbst, klar, hochladen und dann einfach sagen, was angezeigt werden soll. Ich kann Social-Symbole ändern und all das geht so quasi nebenbei. So, und jetzt kommt der wichtigste Teil. Ich muss hier nicht gucken, dass es auf Firefox funktioniert, Chrome oder irgendwelchen anderen Browsern, die irgendwas seltsam machen. Es funktioniert einfach. Ich kann einfach sagen, hey, mach mal bitte, mach die mobile Version, wie ich es hier gerade mache, und schon funktioniert die Webseite. Und ich hatte wirklich mit keinem Browser irgendwie Schwierigkeiten, dass irgendwas nicht richtig funktioniert hat. Deswegen probiert es gerne mal selber aus. Das Ganze ist eine super Hilfe, wenn man einfach zum Beispiel eine Portfolio-Webseite erstellen möchte mit Dingen, die man gemacht hat. Wie in meinem Fall hier diese KI-Musikalben, in die ihr unbedingt auch mal reinhören solltet. Ich verlinke euch die Webseite auch unten in der Beschreibung. Und ja, ihr könnt hier mit dem QR-Code auch direkt selber eine Webseite bauen, sodass ihr eure Projekte dort verewigen könnt. Genau, und damit möchte ich aber gleichzeitig wieder zurückkommen. Und zwar, warum wollen wir das denn eigentlich? Warum wollen wir denn eine Standardisierung von Browsern? Warum wollen wir denn eigentlich, dass Browser alle dasselbe tun? Und ursprünglich kam das Ganze vom W3C, also einer Standardisierung vom Web. Ja? Das heißt, da wurde dann sowas besprochen wie HTML.
weil HTML an sich bringt uns ohne Browser quasi nichts. Aber jeder Browser kann HTML verstehen. So, und hätte ich jetzt, sagen wir mal, ein anderes HTML gehabt in Chrome als in Firefox, da müssen wir nicht drüber reden, dass 99% der Websites einfach gesagt hätten, ey, eine Sache nehmen wir, nicht beide, das ist zu teuer. Das ist ähnlich wie das Entwickeln von Apps für Android und iPhone. Das machen oder haben sehr lange auch nur wenige gemacht, dass sie für beides entwickelt haben, sondern sie entwickeln erstmal fürs iPhone, weil das einfacher ist, und dann gehen sie rüber und entwickeln für Android. Und genauso ist es beim Browser. Das sind Websites, die im Endeffekt wie Apps sind, ja. Also kann man sich ein bisschen so vorstellen. Ich muss HTML schreiben. CSS wurde auch von W3C standardisiert. Und jetzt als letztes oder als eines der letzten wurde aber auch sowas wie WebRTC standardisiert. Es geht also durchaus noch weiter. Das Tolle daran ist, ich habe Interoperabilität. Also Interoperabilität, leicht erklärt, SMS. Wenn ich euch eine SMS schreibe, dann könnt ihr die empfangen. Ist völlig egal, welche App ihr verwendet. Mir persönlich ist das wurscht. Euch ist es wahrscheinlich nicht wurscht, aber ihr könnt das trotzdem empfangen, wenn ich euch was schicke. Das ist ähnlich mit Mails. Das ist aber nicht so ähnlich mit Messengern, falls wir uns daran erinnern. WhatsApp ist nicht standardisiert. Wenn ich eine WhatsApp-Nachricht schreibe, kann nur derjenige mit WhatsApp diese Nachricht lesen. Und genauso ist es bei anderen Messengern. Außer bei Matrix. Das ist nochmal was anderes. So, wir haben aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, diese Protokolle, die da im Hintergrund verwendet werden, das, was wirklich im Browser drin passiert, in meiner Engine passiert, das ist plötzlich überprüfbar. Das heißt, ich habe eine gewisse Sicherheit auch, dass nichts passiert, das irgendwie broken ist. Dass nichts irgendwie falsch angezeigt wird und ich statt meiner Webseite auf eine andere Scam-Webseite weitergeleitet werde, weil der Prozess einfach standardisiert ist. Und gleichzeitig kann jeder diesen Standard nutzen. Man muss nicht irgendwas bezahlen oder Lizenzgebühren zahlen, nur weil ich plötzlich diesen Standard benutzen will. Und genau da, finde ich, sind wir ein bisschen falsch abgebogen. So eine Standardisierung, wie wir sie hier haben, das ist eigentlich genau das, was wir noch immer bräuchten, um so eine Monopolisierung einfach zu vermeiden, sodass eben der Market Share nicht mehr ganz so drastisch ist. Aber wir kommen leider wieder genau dahin, dass wir Browser Wars machen. Und da möchte ich einmal ganz kurz einen Ausflug machen zu den OG Browser Wars, ja, die originalen oder die alten Browser Wars, als wir im Endeffekt Internet Explorer versus Netscape war das damals, hatten. Das war damals schon ein kleiner Krieg, den die beiden miteinander gefochten haben. Und im Zuge dessen war dann eben auch genau diese Vernachlässigung von Standards genau das, was das Ganze gesprengt hat. Sorry, ich habe gerade gemerkt, dass ich an einer völlig falschen Stelle bin, weil ich es nicht richtig eingestellt hatte hier. Das HTML, CSS, das in Internet Explorer verwendet wurde, genauso wie das DOM übrigens, da gab es neue Features, die nur Internet Explorer konnte, und es gab neue Features, die nur Netscape konnte. Netscape hat damals zum Beispiel sowas gemacht wie eine Online-Einkaufsfunktion, die übrigens jetzt gerade wieder für Chrome kommen soll, und einige, datenschutzrechtliche oder datenschutzfragwürdige Dinge, die hier nicht weiter aufgeführt sind, und das geht auch ein bisschen zu weit. Das soll nur als kleine Anekdote hier gelten. Im Endeffekt haben beide gesagt, ey, wenn ihr eure Webseite speziell für uns entwickelt, wir haben diese Features, wie wäre es denn damit? Sowas wie runde Ecken, sowas wie Schatten. Das war damals der heiße Scheiß. Und gleichzeitig kam dann aber der andere Browser und hat gesagt, hey, guck mal hier, wenn du dafür entwickelst, dann kriegst du noch diese Funktion und diese Funktion. Und wir Entwickler mussten dann im Endeffekt beides einbauen oder mussten uns für eine der beiden Seiten entscheiden. So, das heißt, wir sind aus den Standards raus expandiert, und genau das ist diese gefährliche Marktdynamik, von der ich da rede die ganze Zeit. Wenn ein Browser Features hat, die der andere Browser nicht hat, dann muss der andere nachziehen, um nicht abgehängt zu werden, außer man limitiert das Ganze eben auf die standardisierten Features. Und heutzutage, die neuen Browser Wars, habe ich sie jetzt einfach mal genannt, auch wenn es keine wirklichen Wars sind, weil Chrome sowieso den absoluten Marktanteil hat, vielleicht kann man da ein gewisses Muster erkennen. Ja? Windows, bei sehr vielen Leuten einfach installiert, weil installiert. Windows hat als Standardbrowser Edge. Es gibt das Meme, du deinstallierst oder du nutzt Edge nur, um Chrome herunterzuladen. Das war's dann auch schon. So. Klar, dass das dann die beiden meistgenutzten Browser
bei Windows sind, weil sie einfach vorinstalliert sind. Und genau das spiegelt sich in unserer Statistik auch wieder. Und genauso ist es bei Android auch. Android und iOS sind mit Abstand die meistverbreitetsten mobilen Systeme. Das heißt, wir haben natürlich nur eigentlich Android oder iOS, was von Google hergestellt wird oder von Apple. Und genau das sehen wir auch hier unten. Wir haben Safari und wir haben Chrome. Und klar, dass das sich dann nicht ändert. Gleichzeitig wird aber geworben mit speziellen Features, die wirklich dann nur in diesem einen Browser drin sind. Es geht an sich nicht mehr um die Funktion auf Websites selbst, sondern hauptsächlich mittlerweile um die Integration mit einem bestehenden Ökosystem. Und das ist so ein bisschen das, was ich schade finde, weil dagegen lässt sich kaum mehr was tun. Chrome hat Gemini erstmal direkt in den Browser reingeklatscht. Microsoft hat Bing, also Bing, KI, Bing, GPT-4, ne, erstmal direkt in Edge reingepflanzt und es gab haufenweise Workarounds, wie man es trotzdem mit einem anderen Browser auch holen sollte. Und Edge hat nur deswegen einen so hohen Marktanteil, vor allem auf Mobilgeräten, also hoch, ne, weil sie einfach GPT-4 kostenlos zur Verfügung gestellt haben, wenn man das Ding benutzt hat, wenn man Edge benutzt hat. Und Google kommt dann halt mit Features wie Notes, wie Drive, wie Arts und Culture und wie dem Google-Übersetzer, die alle eben in dem Browser drin sind. Das sind quasi Erweiterungen, die man sich auf einem anderen Browser erstmal installieren müsste und die für viele einfach ein einfaches Go-To sind, um einfach bei einem Browser zu bleiben, nämlich Chrome. Und Safari macht wahrscheinlich was Ähnliches mit Apple, da bin ich nicht so tief drin, aber genau da sind wir auch. Und all das hat einfach dazu geführt, dass die allermeisten Menschen heutzutage nur noch einen und denselben Browser benutzen oder vielleicht eine Handvoll, aber die alle im Hintergrund dieselbe Engine benutzen, weil es einfach sehr teuer geworden ist, eine Engine zu bauen und nicht wirklich lohnend, sofern man nicht die Leute auch noch ins andere Ökosystem mit reinbringt. Habe ich die Leute in Chrome, kriege ich sie auch leichter zu meiner KI. Habe ich die Leute in Chrome, kriege ich sie auch leichter zu Drive oder zu einem explizit besseren Abo für mein Google, was weiß ich was Abo. Und ich weiß, dass das wahrscheinlich die wenigsten von euch betrifft, denn ihr seid aufgeklärt. Aber ihr müsst immer dran denken, die allermeisten sind das nicht unbedingt. Die allermeisten nutzen einfach das, was vorinstalliert ist. Und das bedeutet dann, dass Google einfach machen kann, was sie wollen. Sie können einfach sagen, ey, Adblocker, nö, gibt's jetzt nicht mehr. YouTube, das machen wir einfach langsamer auf allen anderen Browsern, sodass noch mehr zu uns rüberkommen und dadurch noch mehr Marktmacht da ist. Sie können Sachen einführen wie Tracking im Privacy-Modus oder in diesem Inkognito-Modus, der nicht wirklich inkognito ist. Nur für euer lokales Gerät wird halt nichts gespeichert, aber die Daten werden trotzdem an Google übermittelt. Und da muss ich sagen, ist halt unsere Aufgabe als Entwickler zumindest andere Websites auch, andere Browser auch zu unterstützen und es zumindest zu testen, dass es auch wirklich funktioniert, wenn ich Firefox benutze, wenn ich Safari benutze zum Beispiel, dass dann mein Design auch übernommen wird, dass dann meine Website auch zumindest funktioniert und dass es nicht in einem riesigen Bugfest ausartet, an dem eigentlich nicht ich schuld bin, sondern eigentlich bloß die Nichtstandardisierung zwischen den Browsern. Der Idealfall für mich persönlich wäre eigentlich, dass all diese Standards, all diese Features, all diese Technologien wie WebRTC, dass all das auch standardisiert implementiert werden kann. Und dass nicht irgendwer ausgeschlossen wird, nur weil er einen anderen Browser hat, sondern dass es halt einfach da ist für alle. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, weil wir da einen sehr, sehr langen Standardisierungsprozess haben und naja, der kostet halt was und irgendwer muss auch diese Browser-Engines für uns entwickeln. Ansonsten müssen wir bald ein Abo für Browser bezahlen, damit wir überhaupt unseren Browser noch benutzen können, weil irgendwer muss auch den entwickeln. Nun gut, es war nicht so ein ganz positives Video, aber ich denke, wir können trotzdem was Positives draus mitnehmen, denn wir haben eigentlich die Möglichkeit, dass es zumindest gut funktioniert. Wir haben uns bei der Bootstrap wirklich Mühe gegeben, dass die auch auf anderen Browsern funktioniert. Bootstrap Academy, für die, die es nicht kennen, da könnt ihr super Informatik oder Coden oder was auch immer ihr im Informatikbereich machen wollt, Security, all das könnt ihr dort super lernen. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Und sie sollte eigentlich auf jedem Browser funktionieren, außer Brave. Weil die haben einen Adblocker drin, der bei manchen von unseren Skripten denkt,
dass sie Ads sind. Aber Brave, die Entwickler antworten mir auch nicht. Also da könnt ihr einfach gerne mal an sie schreiben und sie einfach melden, dass irgendwas nicht funktioniert. Aber ja, grundsätzlich sollte es zumindest auf Firefox und auf Safari keine Probleme geben, wenn ihr nicht irgendwelche seltsamen Extensions habt. Auch wenn wir damit Schwierigkeiten hatten, aber wir haben uns eben die Mühe gemacht, dass es damit funktioniert. Und ich denke, das sollte eigentlich auch jede Firma machen wollen. Vor allem solche Riesen wie LinkedIn oder YouTube oder Reddit. Dass die das nicht machen, das wundert mich halt am allermeisten. Gut, jetzt dürft ihr mir eure Erfahrungen damit mal kurz in die Kommentare packen. Ich bin mir sicher, wir haben sehr, sehr viele spannende Entwickler-Stories unter uns, die ja schreiben, wie viel Spaß Firefox war und wie viel Spaß Safari war. Da hatten wir nämlich echt ordentlich Schwierigkeiten. Aber es ist machbar. Man kann das schon schaffen. Und ich glaube, da liegt eigentlich auch schon so ein Mehrwert, dass man das auch tatsächlich zumindest mal probiert. Gut, Dankeschön fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.